1943 hat Libanon also seine Unabhängigkeit vom französischen Mandat gehabt. Okay? Und die Amerikaner in dieser Zeit waren nicht da, nicht im Nahen Osten, überhaupt nicht. Gucke. Und die französische Regierung in dieser Zeit gehört zu Vichy-Regierung, die mit den Nazis gearbeitet hat. Ist das klar? Nicht mit de Gaulle, nicht mit Charles de Gaulle. Also die waren genau wie Nazis-Truppen in Libanon. Also in dieser Zeit waren die Kommunisten schon gegründet in Libanon. Und sie haben dagegen gekämpft. Wir haben zwei ermordete Genossen, also die vom Vichy-Truppen im Südlibanon also abgehängt haben. Aufgehängt. Shanaun. Ja. Also. Und als der Befreiung, den Tag der Befreiung oder den Siegentag nach 8. Mai oder 9. Mai gegen den Faschismus und die Nazis, als die Sowjetunion, also Rote Armee, den ganzen Europa also ein bisschen also befreit hat, ja, das hatte eine gute Wirkung für die alle nationale Bewegung, nationale und die Befreiungsbewegung in der ganzen Welt, besonders im Nahen Osten. Die erste Stufe, was die Wirkung von dieser Befreiung in der Welt war in Ägypten, in den einen größten arabischen Ländern. Jamal Abdel Nasser, hatte seine Revolution also 1952, ja, also gegen den Kolonialismus, also besonders gegen die britische Kolonialismus. Und er hatte auch gewonnen. Danach kam also die dritte Aggression gegen Abdel Nasser. Die waren die Israelis, französischen Truppen und britische Truppen. Sowjetunion war in dieser Zeit also an den Abdel Nasser Seite. Und Khrushchev an dieser Zeit an der UN hat die französischen und die britischen und Israel bedrohen, um vom Sinai und Ägypten in 24 Stunden abgezogen müssen oder der machte einen nuklearen Krieg dagegen. In dieser Zeit haben die Amerikaner also an dem Nahen Osten hingekommen. In dieser Zeit. Weil die drei Truppen, also die französische und die britische und die Israelis, den Krieg also gegen Abdel Nasser verlieren. Sie haben den Krieg also verlieren. Und sie mussten also von der ägyptischen Erde abgezogen. Danach kam also die Amerikaner als dritte politische Weg zwischen die beiden Konflikten Länder. Das war der erste Schritt, als die Amerikaner im Nahen Osten rein mit ihren politischen Projekten gekommen. Danach kam eine Revolutionär, also auch Fortschrittskräfte in die irakische kommunistische Partei hatte guten Einfluss in Irak in dieser Zeit. Und er hatte auch mit dem General Abdul Karim Qasim mitgearbeitet. Und die Regierung, die mit Eisenhower gearbeitet hat, sie haben eine Kuppe dagegen gemacht. Kuppe, ja, genau. Der hat also gegen Nur Said und Schah Iran und auch Eisenhower, sie hatten die dritte Allianz, die nannte die dritte Allianz Al-Half al-Sulasi.
der nannte der dritte Allianz, also das war also zwischen diese Leute, Schah Iran, Nur Said und Eisenhower. Diese Allianz war gegen Abdel Nasser und der arabischen Nationalbewegung in dem Nahen Osten. Abdel Karim Qasim und mit irakischer kommunistischer Partei haben gegen diese Regierung eine Kuppe, Putsch, ja, weg. An diesem Zeit auch die Amerikaner also haben verlieren. Und sie haben genau an diesem Zeit an der Küste, der libanesischen Küste, seine Truppen also in Libanon gekommen. Damit also ein bisschen den politischen Balance im Nahen Osten gegen die Sowjetunion, gegen Abdel Nasser, gegen die arabische Nationalbewegung ein bisschen kontrollieren. An diesem Zeit, der libanesische Kommunistische Partei hat gegen die Amerikaner gekämpft, zusammen mit der Sozialistischen Fortschrittspartei, Kamal Jumblat, dagegen, und sind in einem Monat also von Beirut abgezogen. Nach 1958, also diese beiden Parteien, PSP und LKP, haben eine sehr gute politische mitgearbeitet und sich entwickelt, und die Massen waren so stark, also unter der Führung dieser libanesischen Nationalbewegung. Deswegen also die rechten Kräfte hatten so Angst von dem, und deswegen, besonders wenn diese libanesische Nationalbewegung mit dem PLO auch zusammen haben, also die arabische nationale Befreiungsbewegung in Libanon gegründet, hatten alle also Angst von dem. Der war also der sozialistische Fortschrittspartei, libanesische kommunistische Partei, die zwei Teile von den Nasseristen, die zu Jamal Abdel Nasser gehört. Und das war die soziale syrische nationale Partei, ja. Und der war auch die Baas-Partei, die zwei Teile, syrische und die irakische. Also unsere Führer war Kamal Jumblat und George Hawi. Der Vorsitzende war Kamal Jumblat, sein Stellvertreter war George Hawi, der Generalsekretär war Mohsen Ibrahim. Mohsen Ibrahim war auch eine nationale kommunistische. Der kam also von den arabischen nationalen Bewegung. Der hatte einen guten Kontakt mit Abdel Nasser, Mohsen Ibrahim. Und wir meinten immer, dass die nationale wenn ihre Ziele erreichen können, dann das öffnet die Tür also für die andere Veränderung in den ganzen Systems in Libanon. Wir haben diese unterschiedlichen Meinungen, also als Kommunisten, die also die Ideen von Marx und Lenin und Engels davon arbeiten, und die anderen, die mit Abdel Nasser also als ideologische nationale Kräfte überüben möchten. Ja? Aber in den nationalen Befreiungskampf sollten alle Kräfte sich vereinigt. Das müssen, um die Ziele zu erreichen, damit eine andere Phase zu kämpfen, also und sich entwickelt auf dem Weg zu Sozialismus. Auch Abdel Nasser hatte seinen Weg für den Sozialismus. Abdel Nasser, der hatte seine Partei, Arabische Sozialistische Union, das ist seine Partei. Baas, Hizb al-Baas, Baas-Partei, der heißt auch Arabische Sozialistische Baas-Partei. Jeder hatte seine Meinung für den Sozialismus, aber für den wissenschaftlichen Sozialismus waren nur alles kommunistische
arabischen Parteien. Aber ich wiederhole das, damit das klar wird. In der Phase für die nationale Befreiung müssen die verschiedenen Parteien und verschiedene ideologische Parteien zusammen mitarbeiten, um das Ziel zur Befreiung zu erreichen.